So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil des lustigen Ölwannenwechsel-Videos am Audi S6. Ich habe schon richtig Bammel bezüglich dessen, was da jetzt kommt. Heute geht es vor allem darum, die Ölwanne wieder einzukleben und die Stabilisatorgummis dann im Anschluss auch noch zu tauschen und alles wieder zusammenzubauen, meinen ersten Probestart auch zu machen. Wird auf jeden Fall spannend. Warum habe ich so ein bisschen Bammel? Ich habe jetzt schon ein paar Mal off-camera das Einsetzen der Ölwanne geübt. Ich habe ja mir so einen Mechanismus überlegt mit so, ja, Gewindestangen. Ja, was soll ich sagen? Also, ich meine, das hilft dann nachher schon, aber das Reinfummeln der Ölwanne dort unten ist halt extrem schwierig, weil es sind immer diese komischen, Ölleitungen im Weg und man muss die in 'ner gewissen Art und Weise reinsetzen und wenn dann nachher an der Ölwanne ja die Dichtmasse ist, habe ich halt Angst, dass ich dann beim Reinsetzen was verschmiere. Ich habe ja Gott sei Dank 2 Tuben. Also, wenn es ganz schief läuft, kann ich's auch noch mal ansetzen, aber trotzdem habe ich halt echt ein bisschen Schiss, dass ich das, versaue, weil halt da unten so wenig Platz ist. Ja, auf jeden Fall, damit geht's dann, ja, hauptsächlich heute jetzt im Video weiter. Als Erstes schauen wir uns aber mal was, Entspanntes zum Reinkommen an, und zwar den Ölstandsgeber oder den Ölfüllmengengeber. Den bauen wir jetzt einmal aus der alten Ölwanne aus. So, den brauche ich jetzt erst, mal nicht, also für den Verbau der neuen Ölwanne. Die neue Ölwanne werde ich ohne Ablassschraube und ohne diesen Füllstandsgeber verbauen, aber ich wollte auf jeden Fall schauen, ob der Dichtring, wie ich vermute, von außen aufgesetzt wird. Wenn ja, ist es okay. Wenn nein, müsste ich den Ölstandsgeber eben tatsächlich schon vorher vorverbauen. Aber ich habe den Dichtring innen drin nicht gesehen, also muss es eigentlich von außen aufgesetzt werden. Und das bedeutet, dass ich das dann auch einbauen kann, wenn die Ölwanne bereits sitzt. So, jetzt nehmen wir das hier mal weg. Die Muttern hatte ich schon angelöst. Falls ihr euch wundert, warum das so einfach geht, habe ich gemacht, weil ich jetzt nur eine Hand habe, damit ich mich da nicht so quälen muss. So, jetzt schauen wir mal. Na, der hat natürlich gar keine Lust, das war klar. Dann löse ich den auch einmal kurz an. Ja, okay, so viel zum Anlösen. Er ist dann direkt rausgekommen. Ich habe jetzt den einfach hier vorne so ein bisschen aufgehebelt. Und ja, wie wir sehen können, sitzt hier innen drin dieser Dichtring, den habe ich ja neu. Den werde ich dann tauschen, bevor ich den wieder einbaue. Aber ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nur mal was machen mit ein bisschen Erfolgserlebnis, bevor ich mich an die Ölwanne setze. Und jetzt kommt tatsächlich die unangenehme Geschichte mit der Ölwanne. Ich werde jetzt die Ölwanne innen drin, also die neue Ölwanne da hinten, werde ich nochmal sauber machen. Und dann werde ich, wie hier gezeigt, innen drin so jetzt eine kleine, ja, Wurst mit Dichtmasse auftragen. 2,5 Millimeter schreiben sie hier. Und dann versuche ich das da unten mal anzusetzen und festzuschrauben. Drückt mir die Daumen, dass das einigermaßen klappt. Hier auf dem Bild kann man das, denke ich, auch ganz gut erkennen. Hier ist sozusagen, ja, relativ gut mit dem Platz, wobei da auch so ein Schlauch da im Weg ist. Den haben sie hier einfach rausretuschiert, der läuft eigentlich vor der Ölwanne. Das heißt, hier ist es eng, da ist es eng und dort ist es eng. Also ideal, um die Ölwanne anzusetzen. Ja, drückt mir die Daumen, ich schicke euch in den Zeitraffer und mal gucken, ob es klappt.
So, jetzt müsstet ihr den Zeitraffer gesehen haben, wo ich entsprechend hier dieses Dichtmittel jetzt angebracht habe. Ich habe jetzt nicht die ganze Tube verwendet, ein bisschen was ist in der Tube noch drin. Ich kann da jetzt so ein bisschen reinfilmen. Also ein bisschen was ist noch drin. Ich bin mir auch ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob ich vielleicht zu sparsam war. Schwierig. War halt die erste Ölwanne, die ich abgedichtet habe. Das wird sich jetzt dann zeigen, ob das ein Erfolg war oder ob ich das nochmal machen darf. Ich hoffe, es war ein Erfolg. Mal schauen. Ja, genau. Also wie gesagt, ein bisschen was ist noch in der Tube drin. Ich habe nicht ganz alles verbraucht mit diesen 2,5 Millimeter. Ja, ich habe es probiert. Keine Ahnung, wir werden es dann sehen. Dann habe ich, ja, also was wirklich hilfreich waren diese kleinen Gewindehülsen, die ich genutzt habe, um die Ölwanne anzusetzen. Dadurch ist die sozusagen überhaupt nicht mehr verrutscht, nachdem ich die einmal angesetzt hatte. Das, denke ich, ist auf jeden Fall sehr positiv und würde ich euch allen empfehlen. Einfach eine Gewindestange kaufen, eine M5er und die dann eben, ja, 4 oder 3 so kurze Gewindestangenstücke schneiden. Oben bei der Gewindestange einmal so einen kleinen Schlitz reinmachen, dass ihr die mit dem Schlitzschraubenzieher ein- und ausdrehen könnt. Dann habt ihr eine wunderbare Führung für eure Ölwanne beim Ansetzen. Dann habe ich die Schrauben alle eingesetzt, die neuen. Habe zuerst einmal über Kreuz mit 5 Newtonmeter angezogen und jetzt am Ende nochmal mit 9 Newtonmeter, habt ihr ja gesehen im Zeitraffer, und das Ganze auch markiert. Jetzt können wir nochmal unten gucken. So, jetzt unterm Auto und wie ich eben ja erwähnt habe, also solche Gewindestangen, also einfach eine Gewindestange kaufen, so ein paar Stückchen abschneiden und dann eben auf der einen Seite, wie gesagt, so einen kleinen Schlitz reinschneiden mit der Metallsäge. Die Dinger habe ich genutzt, 3 Stück, um mir an diesen neuralgischen Stellen die reinzudrehen. So hatte ich eben eine wunderschöne Führung für die Ölwanne, habe die angesetzt, ihr habt das ja im Zeitraffer gesehen, habe die angesetzt und die ist dann nicht mehr verrutscht, was, denke ich, ja eine sehr gute Geschichte ist, um das Ganze zu befestigen und zu verhindern, dass ihr das, also diese Dichtmasse, dass die irgendwie verschmiert. Ob das wirklich geklappt hat, wie gesagt, weiß ich ja jetzt nicht, muss ich abwarten. So, jetzt muss das Ganze ja, wie gesagt, also was heißt muss, aber ich lasse das jetzt auf jeden Fall mal einen Tag lang trocknen. Ich habe jetzt, wie gesagt, alle Schrauben über Kreuz erst mit 5 und dann mit 9 Newtonmetern angezogen, habe die auch markiert. Lass jetzt mal den Ölstandsgeber erstmal noch weg. Das, also ihr seht das gleich. Für mich, ich fahre jetzt nach Hause. Wie gesagt, lasst das hier mal einen Tag lang aushärten. Und für euch geht es dann gleich weiter, wenn wir den hier einbauen und auch die Ölablassschraube. Dann werde ich einmal ein bisschen was von dem alten Öl einfüllen oder vielleicht sogar alles, mal gucken. Und das Auto nochmal 2 Tage stehen lassen, um zu schauen, ob sich hier wieder Öl bildet. Denn wie gesagt, davor war es ja immer so, wenn der gestanden ist, hat sich hier um die Ölwanne herum überall Öl gebildet. Und das möchte ich eben sicherstellen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, bevor ich alles wieder zusammenbaue. Deswegen erstmal einen Tag lang schön trocknen lassen, das Ganze. Dann eben das alte Öl nochmal einfüllen und nochmal kontrollieren, ob es auch drin bleibt, das Öl, oder ob sich wieder irgendwo Rückstände bilden. Wenn es dann gut aussehen sollte, was ich hoffe, dann baue ich alles wieder zusammen und werde auch solche Stellen hier, werde ich dann ein bisschen anschleifen und mit Rostumwandler behandeln, dass das dann eben passt. Zudem muss ich ja jetzt noch warten auf die neuen Gummis für den Stabilisator. Ich meine, die sehen jetzt gar nicht so schlecht aus, aber wenn ich jetzt halt hier schon dran bin, würde ich die gerne wechseln. Wenn die nicht rechtzeitig kommen, lasse ich die erstmal drin und tausche das irgendwann anders. Wenn das mit dem Öl auch dicht bleibt, also wenn das Öl sozusagen in der Wanne bleibt, oder vielleicht auch schon davor, weiß ich noch nicht, werde ich dann hier nochmal ein bisschen sauber machen, dass es auf jeden Fall wieder ein bisschen schicker ist. Jetzt lasse ich das Ganze aber, wie gesagt, erstmal aushärten und für euch geht es dann gleich weiter. So, wir sind jetzt wieder unterm Auto. Es ist jetzt ein Tag vergangen und ich kann jetzt erstmal, gut, die Ölwanne ist jetzt natürlich leer, ne, das muss ich dazu sagen. Also sprich, wir haben hier das große Loch für den Ölstandsgeber und hier hinten ist auch noch das Loch von der Ablassschraube. Das heißt also, ja, es hätte eh nichts rauslaufen dürfen können sollen. Das heißt, soweit sieht das jetzt in Ordnung aus. Wir können hier an manchen Stellen auch so ein bisschen Dichtmasse erkennen, wenn die Kamera scharf stellt. So ein bisschen Dichtmasse kann man da sehen. Wie gesagt, ich bin immer noch skeptisch, ob ich da nicht vielleicht zu wenig aufgetragen habe. Ja, das wird sich jetzt dann zeigen. Ich werde jetzt gleich den Ölstandsgeber wieder einsetzen und eine neue Ablassschraube mit Dichtring. Was ich aber noch zeigen wollte, und zwar hier oben,
wenn wir da jetzt mal versuchen hinzugucken, ist alles trocken. Also das heißt, ich glaube, wie gesagt, wirklich nicht, dass das von oben runtergelaufen ist, weil das oberhalb alles furztrocken ist. Wir haben hier natürlich hier und da feuchte Stellen. Das wird aber daher kommen, dass durch den Fahrtwind das Öl dahin spritzt. Ansonsten, ich habe jetzt wirklich noch mal einmal ringsherum geschaut. Ich konnte von oben keine feuchten Stellen erkennen. Also ja, ich bleibe dabei, dass es wahrscheinlich die Dichtung war. Ich packe euch jetzt in den Zeitraffer, währenddessen ich das hier montiere, den Ölstandsgeber und auch die Ablassschraube. Dann fülle ich oben frisches Motoröl nach und dann werde ich wieder einen Tag warten und morgen noch mal schauen, ob dann hier irgendwo Öl zu erkennen ist. Hoffentlich nicht. Und wenn das hoffentlich dann so ist, dass da kein Öl ist, dann mache ich alles sauber und baue es wieder zusammen und ihr kriegt den ersten Start zu hören. Jetzt aber erstmal Zeitraffer mit dem Ölstandsgeber. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie ihr sehen könnt, ich habe mich dem dieser Strebe gewidmet, in der der Stabilisator drin sitzt. Ich habe die jetzt mal mit meinen begrenzten Mitteln, so gut wie es ging, sauber gemacht. Das sind die Punkte, wo die entsprechenden Gummis für den Stabilisator nachher sitzen. Und die habe ich eben besonders sauber gemacht, den Rest halt so gut es ging. Kam nicht überall ran. Jetzt habe ich auch die richtigen Stabilisatorgummis bekommen. Allerdings sind ein paar andere Schrauben nicht richtig, aber gut, so ist es halt. So, wenn wir hier unten gucken, hier sehen wir kein Öl. Ich habe jetzt das Ganze 1,5 Tage lang stehen lassen und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt einmal von unten. Es sieht aber sehr gut aus, so viel kann ich schon mal sagen. Und wie gesagt, jetzt ist ja Öl in der Wanne und es ist jetzt um die Schrauben herum, um die Ölwanne herum, mir nichts aufgefallen. Nirgendwo steht Öl. Vorher war es ja so, dass da immer Öl drumherum gestanden ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, an keiner der Stellen. Ich habe alles geprüft, das heißt, ich würde vermuten, dass die Ölwanne jetzt dicht ist. Ich habe hier diese Kühlleitung, die habe ich jetzt ein bisschen mit Rostumwandler behandelt. Das werde ich dann auch noch ein bisschen mit Farbe nachtupfen. Aber wie gesagt, die Ölwanne scheint dicht zu sein, das ist schon mal die gute Nachricht. Ich baue jetzt hier alles wieder zusammen, also sprich Stabilisator und alles.
So, ich habe jetzt auch mal den Prallträger mal grob angesetzt, auch den einen Stecker vom Abstandsregeltempomaten verbunden. Da fehlt jetzt natürlich noch ein Stecker, außerdem fehlen auch noch Scheinwerfer, also der zweite. Das heißt, da werden jetzt wahrscheinlich Fehlermeldungen angehen, aber ich will jetzt erst mal wissen, ob er startet, ob das mit dem Keilriemen passt und wie es sich dann verhält, wenn er jetzt einmal kurz gelaufen ist, unten mit der Ölwanne. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt und er dicht bleibt. Klingt erstmal okay. Der Riemen läuft auch sauber. Das sieht in Ordnung aus. Ich lasse ihn jetzt mal kurz ein paar Minuten laufen und dann geht es mit etwas weniger Geräuschkulisse weiter. So, jetzt habt ihr den ersten Motorstart gesehen. Ich hatte das gestern alles schon vorbereitet. Allerdings habe ich gestern beim Zusammenbau unten nicht alles gefilmt. Gestern war irgendwie ein ziemlich blöder Tag. Ich habe ein bisschen Fehlerdiagnose am Camaro gemacht und bin nicht weitergekommen. Und dann sind die Teile von Audi gekommen, die ich bestellt habe. Das ist das, was ich jetzt bekommen habe. Also wie wir sehen können, zum einen Vollgewindeschraube, ne? Also hier komplett durchgängig Gewinde. Ich packe sie jetzt nicht aus, weil ich sie zurückgeben will. Den Scheiß will ich nicht behalten. Dann ist sie auch ein bisschen kürzer. Die Schraube, die ich als Vergleich oder, sag ich mal, zugeschickt bekommen habe, hat ein anderes Gewinde, ist also auch dünner. Ja, also passt einfach hinten und vorne nicht. Und der Prallträger, da hängt ja auch dieser Abstandsregelradar dran. Wenn das jetzt nicht formschlüssig sitzt, habe ich daher immer Spiel. Also wie gesagt, pfuschen können andere, das mache ich nicht. Dann nehme ich lieber wieder die alten Schrauben oder ich besorge mir irgendwelche. Ja, im Zubehör muss ich mich dann halt auf die Suche machen. Egal. Dann das nächste. Diese Schrauben, hatte ich auch Fotos gemacht und ihm geschickt. Wir sehen hier innen drin, das ist auch eine Torx-Schraube, eine 30er Torx. Die waren vorne an den Kühlmittelleitungen dran. Hat mir natürlich auch andere geschickt. Gott sei Dank war das Gewinde gleich, die er mir geschickt hat. Dann habe ich halt die verwendet, die er mir zugesendet hat. Aber es waren auf jeden Fall auch wieder nicht die gleichen. Das heißt, von den ganzen Teilen, die ich bestellt habe, haben lediglich die Stabilisatorgummis gepasst. So, jetzt sind wir wieder am Fahrzeug. Wir haben gerade gesehen, beim ersten Motorstart, der Riemen läuft sehr, sehr sauber. Da habe ich also alles richtig gemacht, beziehungsweise die Anleitung richtig befolgt. Das passt also alles auch mit dem Drehmoment, mit den 70 Newton, dass der so stark vorgespannt ist. Das sah jetzt perfekt aus. Und hier haben wir die Stelle mit diesen Schrauben für den Prallträger. Und wie wir sehen können, da wäre es halt schlecht, wenn wir jetzt eine Gewindeschraube einsetzen, also mit einem Vollgewinde, weil dann besteht halt die Gefahr, dass sich das da verkeilt in diesen Löchern, das Gewinde, und dann kaputt geht oder halt an der falschen Stelle greift. Zum anderen, wie gesagt, sind die Schrauben ja dünner, also schmaler und dadurch nicht formschlüssig. Und dann würde das immer wackeln. Und hier vorne hängt ja, wie gesagt, der Abstandsradar dran. Das wäre also eine ganz schlechte Idee. Das mache ich auf gar keinen Fall, da diese falschen Schrauben zu verbauen. So, jetzt sind wir unterm Auto. Hier habe ich jetzt auch alle Kühlleitungen wieder befestigt. Wie gesagt, Stabilisator ist auch wieder verbaut mit neuen Gummis. Da gab es keine Angaben bezüglich Drehmoment in der Anleitung. Da sprach man nur von Festziehen und einer Reihenfolge. Also sprich, erst dass diese 3 Muttern hier so grob ansetzen, nicht festziehen, aber halt ansetzen, auf beiden Seiten, also hier Fahrerseite und auch Beifahrerseite. Und dann hatte ich ja die Schrauben außen am Stabilisator, die den Stabilisator halten, an der Koppelstange auch gelöst. Die soll man dann zuerst festschrauben. Stand halt leider kein Drehmoment dabei. Ich habe jetzt mal 40 Newtonmeter genommen und nachdem ich die äußeren Schrauben oder Muttern an der Koppelstange festgezogen habe, habe ich dann hier innen drin die 3 Muttern auch festgezogen, auch wieder mit 40 Newtonmeter. Das heißt, die haben jetzt alle 40 Newtonmeter bekommen. Wie gesagt, ich hatte im Reparaturleitfaden keine Angaben bezüglich Drehmoment. Ansonsten, die Ölwanne ist jetzt mehrere Tage schon gestanden mit Öl drin. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, dass es irgendwo rausläuft. Also die Ölwanne scheint dicht zu sein, das scheint funktioniert zu haben. Das freut mich. Den Stabilisator habe ich auch ein bisschen geputzt, so gut es ging. Hier ist alles wieder befestigt. Ich habe auch hier diese Stromleitung vom Lüfter. Hier geht so eine Stromleitung vom Lüfter. Habe ich hier wieder mit Kabelstellen befestigt. Das war irgendwie weg und lose. Die ist jetzt wieder dran und fest. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Farbe unten auf diese. Habe ich bereits vorbehandelt mit Rostumwandler. Mache jetzt ein bisschen Farbe drauf, damit das da von der Kühlmittelleitung her nicht so weiter korrodiert. So, das bedeutet, wir haben jetzt in 2 Teilen gesehen,
was ihr machen müsst, um an die Ölwanne ranzukommen, welche Schläuche ihr zur Seite nehmen müsst und ja, wie dann das Vorgehen ist für den Tausch der Ölwanne und das Abdichten. Wie gesagt, bezüglich der Menge, die ich jetzt an Dichtmittel verwendet habe, war wirklich, so wie es eben in der Anleitung stand, diese 2,5 Millimeter Wurst, die ich gesetzt habe an der Ölwannenkante, innen an der Ölwanne. Ich zeige euch das nochmal in der Anleitung. Hier ist ja dann die Rede davon, dass man eben innen an der Ölwanne so eine 2,5 Millimeter Wurst legt. Das habe ich gemacht. Und wie gesagt, das ist jetzt mehrere Tage gestanden. Da hat sich jetzt kein Öl mehr gesammelt. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Ölwanne dicht ist. Ich muss das natürlich im Auge behalten, ob jetzt bei den nächsten Fahrten sich wieder Öl sammelt. Wenn ja, muss es wirklich woanders herkommen. Wenn nein, was ich hoffe, dass es jetzt gelöst ist, das Thema, dann war es eben die Dichtung an der Ölwanne. Wie gesagt, ich hatte ja in dem ersten Teil auch gezeigt, dass es ein paar Stellen gibt, die für mich so aussahen, als ob da keine Dichtmasse mehr war. Außerdem waren auch die Schrauben recht lose. Jetzt, wie gesagt, sind wir fürs heutige Video durch. Ihr habt die ganzen Infos. Das heißt, ja, mit ein bisschen Geduld und einer entsprechenden kleinen Hebebühne. Man könnte das auch mit der anderen kleinen Hebebühne machen von QuickCheck, die ich habe. Hier muss man das Fahrzeug nicht so hochheben. Aber jetzt mit der Scherenbühne ist natürlich viel komfortabler. Also mit relativ überschaubaren Mitteln bekommt man das hin. Und ihr wisst jetzt auch, was ihr tun müsst, um hier dieses Kühlerpaket so ein bisschen nach vorne zu bekommen, um dann eben unten ein bisschen mehr Platz zu haben, um Schrauben von den Kühlschläuchen lösen zu können oder halt auch, um an den Keilrippenriemen ranzukommen. Aber das habt ihr ja im Keilrippenriemen-Video schon gesehen. Somit hoffe ich, wie immer, es war etwas Hilfreiches für euch dabei. Im nächsten Video geht es dann an die Scheinwerfer, wie wir die Lampen tauschen, wie wir sie ausbauen. Ich habe ja hier schon eine ausgebaut, aber im nächsten Video gehe ich nochmal im Detail darauf ein, wie ihr an den Scheinwerfer rankommt und welche Lampen drin verbaut sind und so weiter und so fort. Das heißt, gerne auch beim nächsten Video wieder mit einschalten. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.